Hallo, ich möchte euch heute die Idee von Endostretching erläutern. Im Laufe meiner langjährigen Tätigkeit als Coach habe ich im Jahr 2009 eine Weiterbildung zur Kinesiologin am International Kinesiology College absolviert. Die Philosophie, die dort gelehrt wird, heißt Touch for Health. Diese Formulierung ist Programm. Gesundheit wird hergestellt durch Berührung. Auf Basis von gezielten Berührungen des Körpers an teils anregenden, teils beruhigenden Ansatzpunkten können Blockaden aufgelöst und die Balance des Körpers wiederhergestellt werden. Das ist vor allem bei Dauerschmerz- und Dauerstresszuständen sehr hilfreich. In der Zusammenarbeit mit osteopathischen und physiotherapeutischen Praxen konnte ich mein kinesiologisches Wissen mit den speziellen Anforderungen rund um muskuläre und viszerale Aufgabenstellungen erweitern und daraus für mich die Endostretching-Methode entwickeln. Der Endostretcher ist als Hilfsgerät zur Umsetzung daraus entstanden, um von Terminen und der Hilfe dritter Personen unabhängig zu sein. Die Motivation bei der Entwicklung des Geräts war nur eines: Hilfe zur Selbsthilfe. Aber zuerst zur Methode selber. Wenn wir an Arbeit mit dem Bauch denken, denken wir in der Regel daran, den Bauch anzuspannen, die Muskulatur zu straffen und ihn einzuziehen. Im Alltag neigen wir zusätzlich dazu, eher im oberen Brustkorbbereich zu atmen, den Bauch einzuziehen und den Atem eher anzuhalten und flach zu arbeiten. Ein Atmen in den Bauch hinein vermeiden wir und im Laufe der Jahre verlernen wir es nicht selten ganz und gar. Schauen wir in andere Wissensgebiete. In vielen Disziplinen wie Entspannungstechniken, Meditation, Gesang, Logopädie, Stressmanagement oder auch Burnout-Prävention lernen wir nicht selten zuallererst wieder in den Bauch zu atmen. Unsere Konzentration und Energie vom Kopf und vom Brustbereich wieder hinunter in den Bauch zu verlagern. Im Bauch befindet sich eines unserer wichtigen Energiezentren. In Indien zum Beispiel spricht man von Chakren, also bestimmten Energiezentren in unserem Körper. Diese Zentren oder Chakren sind ein komplexes und uraltes Energiesystem des Körpers. Direkt unterhalb des Brustbeines befindet sich der Solarplexus, ein dichtes Nervengeflecht, das bei Schmerz und Stress eine besondere Bedeutung gewinnt. Mit meiner Arbeit möchte ich die Wichtigkeit eines intakten Bauches ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit zurückholen. Wie bereits erwähnt, denken wir bei der Arbeit mit unserem Bauch meist an Anspannung und Straffung. Menschen, die an Endometriose leiden, chronische Schmerzpatienten, die jahrelang, manchmal lebenslang an Schmerzen leiden, Menschen, die operative Bauchschnitte haben oder auch Menschen, die unter hohem Alltagsdruck stehen, egal ob mental, emotional oder intellektuell, all diese Menschen können meist nichts anderes als einen angespannten Bauch zu haben. Unabhängig davon, wie der Bauch von außen aussieht, ist der Bauchinnenraum in der Regel übermäßig angespannt. Im Grunde sollte jeder Mensch, aber vor allem die, die an dauerhaften Schmerz- und Stresszuständen leiden, für gezielte Entspannung des Bauchinnenraums sorgen. Nur wer einen entspannten Bauch hat, kann Wohlbefinden empfinden. Den Bauch zu berühren hat eine tiefe Bedeutung. Was einem Baby gut tut, wissen wir, aber im Laufe der Jahre vergessen wir diesen wichtigen Mittelpunkt unseres Körpers. Endostretching kann auf zwei verschiedene Arten und Weisen ausgeführt werden. Es gibt die manuellen Therapien oder es gibt den Ansatz mit einem Hilfsgerät. Die manuellen Therapien stellen Kinesiologen wie ich, Osteopathen, Physiotherapeuten und andere Experten her. Mit den Händen wird dabei behutsam Druck auf den Bauchinnenraum ausgeübt und dadurch gedehnt.
Eine gute Massage, osteopathische oder physiotherapeutische Behandlung beinhaltet nicht selten, durch einen Schmerz erst hindurchzugehen, um danach Lösung, Lockerung und Erleichterung zu empfinden. So ist es auch bei Endo-Stretching. Die verspannten, verkrampften Stellen im Bauchinnenraum müssen gefunden werden. Bei Berührung entsteht zunächst oft ein intensives Gefühl von Unwohlsein, Druck, Übelkeit oder auch Schmerz. Sind die sehr empfindlichen Triggerpunkte an der Oberfläche oder im Inneren des Bauchraumes gefunden, gilt es, diese zunächst nur zu berühren, nicht mehr. Erst im Laufe der Zeit kann man gezielt und mit angemessenem Druck bzw. kontrollierten, kreisenden Bewegungen tatsächlich Bewegung in diese verhärtete Struktur bringen. Das Ziel ist die Dehnung des inneren Gewebes. Die Dehnung muss sehr gefühlvoll und individuell angepasst an Tagesform und persönliche Schmerztoleranz erfolgen. Je länger und intensiver wir uns mit unserem meist recht strapazierten und angespannten Bauch beschäftigen, umso besser lernen wir ihn kennen, wissen, welche Berührung wir wo benötigen und wie viel Druck wir uns wünschen, um uns zu entspannen und wieder mehr Wohlbefinden zu entwickeln. Die gute Nachricht ist, dass wir meist direkt nach der Endo-Stretching-Anwendung, egal ob durch die manuelle Therapie oder mit Hilfe des Endo-Stretcher-Geräts, unmittelbare Erleichterung verspüren. Wer Interesse hat, die Endo-Stretching-Idee noch näher kennenzulernen, noch mehr über die Methode zu erfahren, kann sich über meine Homepage www.endo-stretcher.de im Bereich Kontakt jederzeit mit mir in Verbindung setzen. Außerdem findet ihr auf meiner Homepage und auf YouTube natürlich auch noch weitere Videos rund um den Endo-Stretcher. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen und ich wünsche euch Stress- und Schmerzgeplagten da draußen jetzt, sorgt gut für euch und euren Bauch und ich bin sicher, es wird euch bald besser gehen.